Martin Koch ist leidenschaftlicher Rennfahrer. Letztes Jahr ist er sogar Europameister geworden. So it's like wow, one of my childhood dreams, right? It's like it's amazing. Zusammen mit dem Profifahrer Reinhard Kofler hat er die GT2-Europameisterschaft gewonnen. Sein ganzes Leben hat er am Rennsport gewidmet. Er hat auch beim Formel-1-Team selber gearbeitet. Privat ist vieles auf der Strecke geblieben. Er hat gekämpft mit Beziehungsschwierigkeiten, Burnout und Selbstzweifel. Ein Rennfahrer, der in allen Lebensbereichen nach der Ideallinie sucht. Heute auch gegen mich auf der Kartbahn. Martin Koch, danke vielmals, hast du mich in deine Welt mitgenommen. Was ist für dich die Faszination Rennsport? Ja, als erstes Mal herzlichen Dank, dass du mitgekommen bist. Es hat mega Spass gemacht, mit dir zu fahren. Faszination Rennsport, schwer zu definieren. Das ist ganz tief in mir drin. Ich habe als Bub eigentlich schon keinen anderen Gedanken gehabt, als Rennfahrer zu werden. Irgendwie. Und da hat dann das Ganze angefangen. Wir sind hier bei der Kartbahn Lyss. Du bist immer hierher pilgern, Plätze jedes Wochenende? Sobald ich ein Auto fahren konnte, Karte aufs Dach, da fahren, da meine Runden trainieren, da ist es eigentlich entstanden, ja, das ist gewachsen. Und dann, 2024, Europameister. Was war jetzt schöner gewesen, der Europameistertitel oder mich da immer überholen? Dich überholen hat schon Spass gemacht. Nein, aber GT2 Europameister werden ist natürlich schon ein totales Highlight in meinem Leben. Nicht nur in meiner Amateurkarriere als Rennfahrer, aber in meinem Leben. Das ist ein mega Highlight. Lass uns noch über weitere Highlights, über Boxenstopp, über persönliche, private Boxenstopp und Ideallinie reden. Wir ziehen mal da die heißen Overall aus und gehen ein bisschen reden. Ist gut? Komm. Martin, du hast mir vorher gesagt, dass du seit Bübel hast Rennfahrer werden. Du hast ja dann sogar deinen Beruf so ausgesucht. Wie ist das gegangen? Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe als Dreijähriger schon Rennfahrer werden und dann irgendwie nie einen anderen Traum verfolgt als das. Und dann, als es darum gegangen ist, was lerne ich, habe ich nicht gedacht, Automech, das geht aber nicht. Und dann habe ich mit dem Peter Monteverdi, der damals noch vor mir selber ein Formel-1-Team in der Schweiz, ihm angerufen und gefragt, was ich dann machen muss, damit ich in die Formel 1 komme, wenigstens als Ingenieur. Ich habe gewusst, dass Fahrer wird es vermutlich nicht, aber als Ingenieur. Dann hat er gemeint, Maschinenmechaniker lernen und dann gehst du als Tech, machst Maschinenbaustudium und dann in die Formel 1. Und das war für mich klar, was ich machen muss. Und das hast du dann auch gemacht, Mitte 20, um die 25. Bist du dann beim selber Rennstall gewesen? Wie hat sich das angefühlt? Ja, es war wirklich für mich sensationell, weil ich wusste, ich komme den Job über. Das ist wirklich ein Megatraum, ein Bubentraum. So aber als Ingenieur? Oder war irgendwo im Hinterkopf immer noch Rennfahrer gewesen? Ja, ich habe natürlich schon das Rennfahren irgendwie im Kopf gehabt, aber ich habe zu diesem Zeitpunkt längst gewusst, dass das vorbei ist. Dass, auf einer Profikarriere wird das nichts mehr werden. Da bin ich schon zu alt und zu wenig Kilometer drauf gehabt. Das war mir klar gewesen. Nein, aber ich habe dann zuerst den Einkauf aufbauen für Aerodynamikentwicklung und dann Projektleitung übernehmen. Dann im neuen Windkanal für Windkanalentwicklung am Formel-1-Fahrzeug. Hochspannend. Crazy. Was sind die Highlights in dieser Sauberzeit? Highlights? Ja, natürlich im ersten Jahr mit dem C20, wo wir Vierter geworden sind in der WM. So ein kleines Team. Das war mega gewesen. Das ist uns voll drin geblieben. Und halt eben den eigenen Windkanal dann können in Betrieb nehmen, mit dem tollen Team zusammenzuarbeiten. Dann auch später, wo dann BMW dazugekommen ist, das Ganze auf eine ganz neue Dimension einzuführen. Das war mega spannend für mich als relativ junger
junger Mann. Ja. Wir haben ja alle keine Ahnung, wie das läuft in diesem Rennstall-Zirkus. Wie muss man sich das vorstellen? Also für mich ist es so, ich war ja im Home-Team. Ich bin ja nicht mitgegangen durch die Rennteam und Strecken. Und wir haben natürlich immer entwickelt auf die Rennen hin. Also wir haben einen massiven Vorlauf gehabt dort. Und du musst halt wirklich immer Vollgas. Wie du siehst, eigentlich in 2 Wochen siehst du, ob du Erfolg gehabt hast mit deiner Arbeit. Es schlägt sich unweigerlich nieder. Du kannst nichts verstecken. Und du musst wirklich einfach dran sein. Und zu dieser Zeit war es ganz lässig, weil ganz viele Arbeitskollegen sind echte Racer waren. Die haben nicht aufgegeben. Weißt, so am Abend einfach noch bleiben. Es ist 10, es ist 11. Am Morgen um 7, 8 stehst du wieder da, wie weitergeguselt. Einfach nicht aufgeben. Ja, aber das Vollgas, das hat ja auch eine Kehrseite. Also, Privatleben, hat das darunter gelitten? Das hat sicher darunter gelitten, ja. Für mich ist ich habe immer gesagt, ich arbeite gar nicht. Ich folge meiner Leidenschaft. Und das hat sich nie angefühlt, dass muss ich arbeiten. Für mich war es der schönste Moment, wenn es Montagmorgen war. Dann konnte ich endlich arbeiten. Und das Schlimmste war eigentlich der Freitagabend. Wenn dann die Sinnlosigkeit kam, quasi, ja, das Wochenende. Ja. Aber das Vollgas schaffen, da hast du irgendwann einmal gemerkt, so geht es nicht mehr. Ja, das habe ich schon auch gemerkt. Weil neben dem Arbeiten war nicht mehr viel. Vielleicht mal noch ein Ausgang. Und als ich eigentlich vom Ausgang heimgekommen bin, ist mir wirklich extrem schlecht gegangen. Ich wusste, jetzt, so geht es nicht weiter, so geht gar nichts weiter, so kann ich auch nicht. Und habe mich Gott zugewendet und habe an dem Abend gesagt, wenn es sich wirklich gibt, dann ist jetzt eine Chance, zu mir zu reden. Ich schlage die Bibel auf und das ist deine Chance. Und ich habe sie aufgeschlagen. Dann schlage ich Jesaja 54, Vers 4-11 auf. Und da drin steht unter anderem, dass ich dich für einen kurzen Moment verlassen habe. Aber nie mehr. Nie mehr gedenke ich dem. Und ich werde dir vergeben und ich werde dich lieben. Und die Berge wanken. Meine Liebe wird nie vergehen. Das ist tief in mein Herz. Das hat mich meine Grundfesten erschüttert. Und gemacht, dass ich nicht mehr wegschauen konnte und so tun, als gäbe es den Gott nicht. Und würde sich nicht um mich kümmern. Das gruselt auch heute noch, gell? Das gruselt heute noch. Wenn ich lese ab und zu den Vers, oder in einem Gespräch, wenn ich das auch erzähle und das lese, dann geht das tief. Ja. Ja, das war für mich so der Moment, um zu sagen, hey, ja, in der Umkehr ist, glaube ich, dran. Wieder zurück zu dem Gott, der dich eigentlich bis dahin begleitet hat. Weil du hast gesagt, wenn er zu dir redet, dann redest du auch wieder mit ihm. Und das war so klar für mich, dass ich einen Schritt auf ihn zugemacht habe. Dann, ja. Aber du hast ja dann noch harte Zeiten gehabt, auch nach dem Erlebnis. Eine Ehe ist in die Brüche gegangen. Ja. Und dann hast du mal einen längeren Boxenstopp müssen machen. Ja. Was ist dort passiert? Genau, du hast richtig gesagt. Ja, ich habe meine erste Ehe verloren. Oder im Boden gefahren, kann ich eigentlich gut Deutsch sagen. Ja. Das hat mich auch sehr belastet. Zusammen dann auch mit... ich habe dann einfach nur noch gearbeitet, um auch den Schmerz zu überwinden. Und das hat sich darin gezeigt, dass ich bin völlig fertig war. Also, der Tank war leer, ich habe wirklich nicht mehr Ende Feuer. Wie hat sich das angefühlt? Ja, gar nicht gut. Ziemlich wertlos. Ich habe das auch körperlich gespürt. Starke Schlafstörungen. Ich bin so einer, der super schläft. Da gar nicht mehr. Immer mehr Selbstzweifel, immer mehr auch Lebensunlust. Ganz massiv. Es war halt dahingehend, dass ich einfach auch körperlich merken, wird immer schwächer. Ja. Also die Batterie war dann wirklich am Auslaufen gewesen. Und dann habe ich gewusst, ich muss mich zurückziehen aus dem Leben, aus meinem Leben. Und ich muss, glaube ich, anfangen, einmal in mich investieren und etwas tun. Das war wahrscheinlich ein guter Entscheid. Wie packt man das an? Also weißt du, so einer, der viel Power, viel PS im Bauch hat. Ja. Wie schwierig ist das gewesen, zu sagen, ich stelle meinen Karren jetzt in die Garage? Ja. Türen zu. Wie schwierig ist das gewesen? Enorm schwierig. Ich
Ich habe dann nach einem Ort gesucht und habe das Casa Emanuel gefunden, in der Nähe von Ilanz. Und, das ist was? Eine Stiftung, die Menschen in Lebenskrisen aufnimmt, Lebensschulung betreibt, auch Auszeiten bietet, Lebensberatung macht. Ein Ort, der für mich mittlerweile zu einem, sagen wir mal, geistiges Zuhause geworden ist. Und ich weiss noch, ich bin dort rauf und ich habe keine Ahnung, wie ich da komme. Ich habe einfach gedacht, dass da oben jetzt einfach alles ein bisschen krank und ich bin nur halb krank. Und ich weiss, ich habe gesagt, in 27 Tagen gehe ich wieder. Ich will wieder arbeiten. Jetzt haben wir einen Monat lang Zeit und dann gehe ich. Und dann hat die Verena Wurster, die Gründerin von Casa Emanuel, zu mir gesagt, was ist, wenn es so lange geht, wie es denn geht? Dann habe ich gedacht, jetzt bin ich besonders religiös und sage, 40 Tage? Jesus ist in die Wüste. Und dann sagt sie, und wenn es so lange geht, wie es geht? Dann habe ich gedacht, du hast keine Ahnung, wer ich bin. Bei mir geht alles schneller als bei anderen. Und ich bin dann tatsächlich 5,5 Monate später bin ich das erste Mal wieder heim. Das war für mich schon einschneidend gewesen. Und so Sachen wie Lernen, auszusprechen, dass ich überfordert bin, das war ganz schwierig. Wirklich, das Wort Überforderung, das hätte es bei mir nicht gegeben. Ich musste das wie lernen. Das ist sehr schwierig. Ist das für dich wie eine Niederlage gewesen? Am Anfang, absolut. Am Anfang habe ich wirklich gedacht, wo bin ich da gelandet? Wieso bin ich da? Das kann doch mir nicht passieren. Das passiert ja nur der Schwachen und doch nicht der Starken. Und ja, es hat sich definitiv in der Niederlage angefühlt. Aber in dieser Zeit, wo ich dort sein und lernen mit mir, ich merke, das ist eigentlich mega Gnade. Ja, dass man die sich rausnehmen kann, sich die Zeit kann nehmen und darf an sich arbeiten und darf etwas über sich lernen und vorwärts gehen und sich trotzdem lieb haben in dem. Ja. Nimm uns mal mit, was für Gefühl, was für Abgründe vielleicht auch hast du in dieser Zeit bei dir entdeckt? Ja, ganz Verschiedenes. Das ist natürlich Existenzängste. Ich denke, ich werde nie mehr den Leistungsgrad erreichen. Ich habe immer gesagt, ich bin nicht wahnsinnig intelligent. Ich habe nicht wahnsinnige Talente, die ich einsetzen kann. Ich kann nicht was für einen Titel. Ja, aber ich habe wahnsinnig viel Energie und Engagement. Und das war so wie mein Kapital gewesen. Das habe ich damals übrigens auch im Lebensberater gesagt, du darfst ganz runter, alles umkehren. Du darfst aber niemals meine Batterie anlangen, meine Energie. Das ist mein einziges Kapital. Ich bin dann erst viel, viel später darauf gekommen, dass das einer von diesen Punkten ist, der mich dahin gebracht hat, wo ich dann war an diesem Zeitpunkt. Ich glaube, wenn man so in eine Zeit geht, wo man sich wirklich auch bewusst Zeit nimmt, um zurückzuschauen und Zeug verschaffen, was ist da vielleicht auch aus der Kindheit noch alles vorgekommen? Ja, viel Unsicherheit, viel Selbstzweifel. Das hat mich schon immer wieder begleitet. Ich habe immer das Gefühl, ich lange nicht, ich genüge nicht. Sei es in der Schule, sei es beim Sport. Bin ich früher niemand gewesen, gar nicht gut gewesen. Und später ist es super. Ganz viele Geschichten, ja, eigentlich. Auch ein Grund, warum ich sehr spät angefangen habe mit Meisterschaften fahren. Ich denke, ich bin zwar schnell, aber lange tue ich dann trotzdem nicht. Aber woher kommt denn das? Ja, es hat sicher verschiedene Gründe, aber ich denke, mein Verhältnis mit meinem Vater war halt nicht einfach für mich. Ich meine, er hat gemacht, was er können und so gut, was er können. Und für mich war es halt oft, glaube ich, einfach schwierig gewesen, ohne ihm Schuld zu geben. Es geht nicht um das, aber ich habe mit dem einfach offen nicht anders umgehen. Das Gefühl gehabt, ich genüge halt dann da nicht. Und das hat sich halt dann wie bei mir so ein roter Faden durchgezogen. Und hat mich auch nicht immer leben lassen. Ja, so viel Energie ich habe und so viel ich eigentlich heute sage, ich habe gar keine Zeit zu sterben, ich muss leben, ich habe so viel vor, habe ich oft auch einfach in dieser Überforderung, wo ich nicht gewusst habe, dass ich sie habe, aussteigen und eigentlich die Flucht ergreifen. Ja. In Gedanken. Nur in Gedanken? Mehrheitlich nur in Gedanken. Und wie ist es heute? Also weißt, wir reden über Unsicherheit. Man hat vorher gesehen, wie du mich abgetrocknet hast auf dieser Kartbahn. Wie ist es heute mit der Unsicherheit im Leben? Unsicherheiten sind nie ganz weg. Selbstzweifel eigentlich vielleicht immer noch. Die
Selbstzweifel sind nie ganz weg. Du kannst auf Pole Position stehen oder wir können gewinnen. Und im Hinterkopf denke ich immer, ja, aber ich habe in den letzten 3 Runden so und so viel Vorsprung eingebüßt. Also ist der andere schneller als ich. Also habe ich eigentlich nicht ganz genügt. Wenn es nochmal 5 Runden gegangen wäre, hätte ich vielleicht sogar nicht mal gewonnen. Und die Unsicherheit, kriege ich das ins Ziel? Schaffe ich das überhaupt? Das ist wie ein Damoklesschwert hinter mir. Aber hast du denn überhaupt Zeit im Auto, um dieser Unsicherheit Raum zu geben? Ich meine, du bist am Regeln, du bist am Rückspiegel, kannst ja gar nicht ein Päuschen machen und sagen, eigentlich wäre ich ja unsicher. Nein, schon nicht. Aber man ist natürlich permanent am Kämpfen damit. Also du hast ja auch ganz viele Daten, du hast ja ein Display, du siehst schon immer auch deine Rundenzeit, die du fährst. Und wenn du dann siehst, dass der andere schneller war? Zum Beispiel, ich sehe auch Delta. Also, weißt, ich fahre mit Deltas. Das heisst? Zeitunterschied, wo wie das Auto vorrechnet, wie viel schneller die Runde jetzt, gerade wie Zeit im Moment oder langsamer. Also ich sehe, ob ich die Kurve, ob ich 2 Zehntel verloren habe beim Anbremsen. Oder ob ich etwas gewonnen habe. Das sehe ich permanent. Das schwingt immer mit. Das rechnet immer da oben. Und dann hast du vielleicht noch einen am Ohr, wo du das auch noch einspeist. Ja. Und so bist du natürlich permanent am Arbeiten, am besser werden und am schneller zu werden. Ja. Aber du hast die eigene Stimme hast auch noch, die dir dann sagt, du bist so schlecht. Genau. Du hast einen Fehler gemacht. Dein Motto oder dein Tipp für Leute, die sagen, ey, das habe ich auch. Ich habe auch immer jemanden, der mir auf der Schulter sitzt und in die Ohren flüstert. Wie hängt man dann den Minderwert ab? Wie kann man dem davonfahren? Gute Frage. Ich glaube, der darf ja auch Raum haben. Also einfach nur abwürgen und wegtatschen bringt es nicht. Ich glaube, der hat ja einen Grund, warum er da ist. Und ich glaube, dem darf man hinten nachgehen. Und wenn man das mal hier erkennt, dann wird es vielleicht ein bisschen einfacher, damit umzugehen. Heute weiss ich, dass das mich nicht definiert. Ich habe einen Haufen Sachen erreichen im Leben, wo ich als Kind mir erträumt habe. Und Sachen, die ich mir nicht mal erträumt habe. Die besser sind als das. Und ich weiss heute viel mehr, wo ich stehe, wer ich bin und wo ich gehalten werde. Ich muss gar nicht genügen. Es ist gut. Dass du wertvoll bist. Wie merkst du das genau? Ich glaube, dass ich gewollt bin von Gott. Also, und dann kann das gar nicht so schlecht sein. Dann kann ich in all der Schwachheit, die ich habe, das ist gar nicht so relevant. Genüge ich dann oder nicht, das macht mich ja nicht aus. Es gibt Haufen Sachen, die kann ich nicht so gut vielleicht, aber ich kann Haufen Sachen extrem gut. Und ich versuche mich auf die zu konzentrieren. Und ich glaube, wir haben alle die Zusage von Gott. Denn Jesus hat auch sein Leben gegeben für mich und das ist für mich entscheidend. Und da genüge ich doch irgendwie. Also das ist der Glaube, der dir Boden gibt, der dir Grip gibt. Wo mir Grip gibt. Wieder mal ein Bild vom Rennsport reinzubringen. Wie holst du dann den Glaubensgrip? Wie machst du das konkret? Also für mich ist das Gebet einfach essentiell. Ich versuche Beziehung, Glauben mit Jesus so gut ich das kann. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ich bin im Austausch und da merke ich einfach immer wieder durch verschiedene Geschenke, dass ich heute hier bin, ist für mich ein mega Geschenk. Und verstärkt mich auch. Und das ist, da bin ich mega dankbar. Ja. Und das gibt mir einfach immer wieder viel. Ja. Ich finde es noch schön, wenn jemand kann sagen, das ist etwas, ich habe gemerkt, dass ich auf diesem Bein hinke. Nein, ich sage es anders. Ich habe gemerkt, dass ich da hinten eine Platte habe. Ja. Und manchmal fahre ich auch mit einem Platten. Ja. Also bei dir war es dann auch so gewesen, auch noch eine zweite Ehe ist gescheitert. Kann man sagen, du kannst besser mit Auto als mit Beziehungen? Fast schon eine fiese Unterstellung. Ja. Könnte man fast so sagen. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich hoffe nicht. Weil ich denke jetzt auch in den letzten 15 Jahren, wo ich gerade auch mit dem Casa Manuel habe ich viel lernen über mich und in der Beziehung mit mir, mit anderen Menschen. Und ich glaube, ich durfte grosse Schritte machen in dem. Bin ich heute an einem Punkt, wo ich sage, ich würde jetzt in eine dritte Ehe einsteigen und sagen, das läuft dann prima, das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig relevant. Jetzt müssen wir eben mal noch ein bisschen über Rennsport reden. Ja. Also wenn du hast gesagt, ich habe gewusst, es ist nicht der Weg für mich, um in die Formel 1 zu gehen. Erzähl jetzt von
von dieser Rennserie, von dieser GT2, wie heisst sie genau, wo du... Ja genau, GT2 European Series. Genau, wo du das letzte Jahr, 2024, Europameister geworden bist. Wie kommt man da rein? Wie läuft das? Ja, ich bin schon lange im Motorsport. Ich habe angefangen mit Kart, haben wir ja gesehen. Bin später sehr viel auf Rennstrecken unterwegs gewesen und habe dann irgendwann angefangen im Porsche Cup fahren. Und bin dann zu einem Team gestoßen in Österreich, sehr anfängerhaft unterwegs war. Und dann durfte das Team in den letzten 5 Jahren mitbegleiten. Und das war mega spannend. Ich hatte auch Freude, das aufbauen und das Team dahin führen, dass wir Europameister geworden sind als Team. Und gleichzeitig ich aber auch mit dem Reini Koffler als mein Pro-Driver und dürfen den Fahrertitel einstreichen. Das ist mega. Das ist mega. Das ist mehr, als ich als Bub mir erhofft habe. Von dem habe ich nie geträumt. Nie. Und dass mir das zugefallen ist, so, dass wir erreichen und dürfen um das kämpfen, ist ein Riesengeschenk. Mega. Und der Moment, wo wir ein Rennen gewinnen, ich weiss nicht, gibt es so einen Kranz? Gibt es gerade nicht mehr. Zum Glück nicht. Aber die Flasche Himbeere, die gibt es noch. Ja, das gibt's noch, ja. Wie fühlt sich das an, wenn man dann gut. Ja, sensationell gut. Ich durfte letztes Jahr im ersten Rennen meine Mami mit 82 das erste Mal an die Rennstrecke mitnehmen. Sie ist das erste Mal das Rennen schauen, weil sie immer so ein bisschen Angst hat. Und wir sind 2-mal Zweiter geworden. Und das war sensationell, hier oben stehen und hier unten dürfen meine Mami sehen. Ja. Und auch sonst, also Gewinnen ist immer lässig. Aber ich sage immer, meine Leidenschaft ist nicht das Gewinnen, meine Leidenschaft ist Rennenfahren. Aber es ist ja schon auch krass. Also jetzt eben das Rennen, wir sind jetzt ein paar Mal rundherum gefahren. Ja. Wir tun die Arme jetzt so, man sieht es nicht, aber sie zittern immer noch. Ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, aber ich meine, das ist ja noch nichts. Nein. Aber Angst. Gerade die Mami, die zuschaut. Ich meine, man kennt die Umfeld, der ging. Ja. Ich stelle mir das einfach so vor, wenn man dann so sagt, hebt die. Ja. Meine Mami ist immer am Betten. Also das ist immer, sie schreibt immer, ich bin am Betten, ich bin schauen, aber ich tue am Betten. Und sie fiebert da total mit, voll. Immer das Rennen geschaut und viele Freunde, die mich da auch unterstützt haben, die das geschaut haben. Aber ich habe nie etwas gehört, dass jemand gesagt hat, ich habe Angst um dich. So, ich habe immer gesagt, das ist ja safe. Also. Zum Thema Sicherheit ist das wahrscheinlich ganz ein wichtiger. Der Helm. Ja. Was steht da alles drauf? Ja, genau. Also einerseits auf Motiv. Ich habe den selber designt, den Helm. Und für mich etwas Wunderschönes finde ich das Motiv hier oben drauf. Das Kreuz aus 3 Nägeln, wo in sich schon etwas sagt. Und dann Josua 1,9 dazu. Wir sollen mutig und stark sein. Und das versuche ich, wenn ich auch im Auto hocke und im Zweikampf bin, das auch zu sein und mich hoffentlich durchzusetzen und wenn nicht, dann nicht. Und so besteht ich auch das Leben, genau. Und auch da vorne, die meisten sehen das irgendwie gar nicht. Das heisst, he is greater than I. Also er ist grösser als ich. Er? Jesus. Jesus. Genau. An ihn, wo ich glaube. Ja, das ist ein Sicherheitsteil, essentiell für jeden, der Rennen fährt. Aktuell fährst du kein Rennen mehr. Dein Team, das wir 2024 Europameister geworden sind, ist Konkurs. Wie traurig bist du, dass deine Rennfahrerkarriere fertig ist oder temporär fertig ist? Ich muss ihn korrigieren. KTM ist insolvent, die haben uns unterstützt. Das Team ist nicht Konkurs, fährt noch. Aber wir sind auch Sponsor und Unterstützungsgelder weggebrochen und deshalb fahre ich nicht mehr. Am Anfang war es ein heftiger Schlag. Ich habe heute schon gesagt, es hat sich angefühlt, wie wenn man mir den Arm abgehackt hat. Im ersten Moment so, Und dann habe ich wirklich noch versucht, bis zum Saisonstart alles nicht zu ziehen und so. Also einfach nicht akzeptieren, dass es das halt mal nicht geht. Und es war ein harter Moment. Und heute hocke ich da und ich habe gerade gestern einen guten Freund, der auch Rennen fährt, habe ich gesagt, hey, eigentlich noch lässig, es gibt ja auch ein Leben neben dem Rennsport. Es gibt noch anderes als das. Und jetzt finde ich spannend, anfangen herauszufinden, was mir dann eigentlich auch Freude macht und was in meinen Möglichkeiten liegt. Und wer weiß, vielleicht geht wieder die Türen auf und ich hocke nächstes Jahr wieder in einem Cockpit. Vielleicht aber auch nicht. Alles hat seine Zeit und vielleicht ist die Zeit jetzt vorbei, vielleicht kommt sie wieder. Was könnte neuer Lebensinhalt werden?
vielleicht nochmal eine Firma gründen, wo es um mein Herz geht und wo ich Menschen mitnehmen kann. Wo es nicht mehr nur um mich geht. Motorsport ist eine ganz egoistische Angelegenheit. Da geht es in erster Linie um mich. Ja? Um mich allein. Und vielleicht ist es daran, ein Stück von meinem Leben weiterzugeben an andere. Ich habe kein Kind und ich kann mich vielleicht andersweitig in Menschen anfangen zu investieren. Und das habe ich schon seit im Hinterkopf. Konkret? Was heißt die Menschen investieren? Also konkrete Idee, wie ich es genau machen, das steht nicht. Aber ich möchte sicher etwas finden, wo ich kann speziell junge Menschen abholen und ihnen Möglichkeiten geben, vielleicht Sachen zu erleben oder auch Sachen zu schaffen, die sie sonst vielleicht nicht haben. Also auch einen Rückzugsort bekommen können, wo sie sein können, wie sie sind, und mit dem, was sie haben, und mit dem, was sie bringen, und etwas Neues dürfen entdecken. Und vielleicht ist es auch ein Teil Motorsport. Es kann auch sein, dass sie vielleicht mit jungen Leuten sie am Motorsport anführen. Und es ist eine spannende Welt. Du hast es selber gesehen, es ist eine andere Welt. Es ist spannend und sie ist sehr intensiv. Und ich glaube, sie ist auch sehr lehrreich fürs Leben. Was wünschst du dir privat für deine Zukunft? In der Tiefe wünsche ich mir eine Beziehungsfähigkeit, wo Menschen begeistert. Ja. Und ich kann getrost zurückblicken und sagen, ja, ich habe gelernt, mit mir und mit dem, was ich bin, liebevoll umzugehen und mit meinen Mitmenschen auch. Mhm. Wenn wir mit dem Sendungstitel heute sagen, Rennfahrer sucht die Ideallinie. Mhm. Wie näher bist du heute deiner Ideallinie? Ja, das ist eine gute Frage, Martin. Wie näher? Vermutlich bin ich näher, als was es sich anfühlt. Ich weiss nicht, was eine Ideallinie im Leben denn genau ist. Meine Erwartungen sind immer hoch, oder meine Erwartungen an mich. Aber ich glaube, ich habe schon ganz viel auf mein Leben bezogen, nicht das Äußerliche, schon dürfen erreichen und schon ganz viel dürfen lernen von ganz vielen guten Menschen. Natürlich gibt es Verbesserungspotenzial. Ich kann überall auf der Linie noch das Zehntel holen dort und da. Aber ich glaube, es ist nicht, wenn du Telemetriedaten übereinander leist zwischen dem Profi auf der Ideallinie und zwischen mir, bin ich vielleicht gar nicht so weit daneben. Martin, danke vielmals für die Offenheit. Selten einen gehabt mit so viel Benzin im Blut, der so über seine Gefühle redet. Danke vielmals. Was der Martin sonst noch für ein Auto hat und welches das ihn am glücklichsten macht, das erzählt er uns im Podcast Fenstergespräch. Mehr dazu auf rfmedia.ch/podcasts. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns. Wir freuen uns über jedes Feedback. Danke fürs Dabeisein und gute Fahrt. Die Sendung wurde unterstützt von Spiecher Handwerk AG. Ihr Fachgeschäft für Naturfaserkleider. spiecher-handwerk.ch